Demonstrativpronomen. Im heutigen Video erkläre ich dir die unterschiedlichen Arten von Demonstrativpronomen. Ich erkläre dir, wann und wieso wir überhaupt Demonstrativpronomen benutzen, wie du sie deklinieren musst und warum das ein ganz besonderes Demonstrativpronomen ist. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Heute die Demonstrativpronomen. Demonstrativpronomen, das sind zum Beispiel der, die, das, dieser, diese, jenes. All das sind Demonstrativpronomen. Ein Demonstrativpronomen, wie es der Name schon sagt, demonstriert etwas. Es hebt etwas hervor. Du kannst dir da immer vorstellen, dass du mit dem Finger auf etwas zeigst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich frage zum Beispiel jemand, wer ist dieser Mann da? Und die Antwort ist, keine Ahnung, den kenne ich nicht. Dieses den ist das Demonstrativpronomen und du hast schon gesehen, ich zeige mit dem Finger darauf. Demonstrativpronomen sind immer der gedachte, ausgestreckte Zeigefinger. Wie genau du welches Demonstrativpronomen einsetzen musst und auch wie du sie deklinieren musst, das erkläre ich dir jetzt mit Hilfe von meinem E-Book. Die Deklination der Demonstrativpronomen ist einfacher, als du vielleicht vermutest, denn grundsätzlich werden der, die und das genauso dekliniert wie die bestimmten Artikel. Du siehst es hier im Nominativ, der, das, die, genau gleich. Dasselbe für den Akkusativ und auch im Dativ Singular ist es ganz genauso, wie du es schon von den bestimmten Artikeln kennst. Im Genitiv und im Dativ Plural musst du ein bisschen aufpassen. Die Grundform ist genauso identisch, denn hier siehst du das den. Du musst dann nur noch ein extra en hinten dranhängen. Dasselbe gilt für den Genitiv. Die Grundform ist des, aber du musst ein extra en dranhängen, genauso hier der, extra en. Bei des musst du aufpassen, das s verdoppelt sich, einfach der Betonung wegen sind es dann zwei s. Und im Genitiv Plural gibt es zwei Versionen, die richtig sind, entweder deren, also das der plus en, ganz genauso wie hier, oder auch derer. Beide Versionen sind korrekt. Grundsätzlich musst du hier merken, alles wie bei den bestimmten Artikeln, außer im Genitiv und im Dativ Plural, da kommt an die normale Version des bestimmten Artikels noch ein extra en hinten dran, wenn es ein Demonstrativpronomen ist. Schauen wir uns jetzt etwas zur Wortstellung der Demonstrativpronomen an. Demonstrativpronomen werden immer stark betont, da sie etwas hervorheben. Dementsprechend stehen sie fast immer auf Position 1. Haben wir hier ein Beispiel. Schauen wir uns das an. Der Mann gibt der Frau den Brief. Das hier ist kein Demonstrativpronomen, es ist ein Artikel. Das kommt ein bisschen darauf an, wie du es betonst, aber normal vom Satzbau her ist es ein Artikel. Und den gibt der Mann der Frau. Hier ganz am Anfang, denn du kannst im Prinzip auch mit dem Finger drauf zeigen. Immer wenn du zumindest in Gedanken mit dem Finger drauf zeigen kannst, dann ist es ein Demonstrativpronomen, denn du hebst es besonders hervor. Der Mann gibt der Frau den Brief gibt der Mann der Frau. Oder auch mit nur Pronomen, den gibt er ihr. Alternativ könntest du sagen, er gibt den ihr. Das klingt aber schon nicht so gut, einfach weil dann das widerspricht der Hervorhebung. Wenn du dir schon mein Video zu was steht auf Position 1 angeschaut hast, dann weißt du, es steht immer das Wichtigste auf Position 1, nämlich genau das, was wir hervorheben möchten. Und mit einem Demonstrativpronomen möchtest du immer etwas hervorheben, dementsprechend steht es eigentlich auch fast immer an Position
1. Grammatikalisch ist es aber auch so korrekt, aber das widerspricht der Betonung und Hervorhebung. Deswegen Muttersprachler stellen es immer ganz von auf die erste Stelle. Das Demonstrativpronomen das ist noch etwas speziell, denn das kannst du natürlich als Ersatz für alle neutralen Nomen nutzen, die du besonders hervorheben möchtest, aber in Verbindung mit dem Verb sein verweist das grundsätzlich auf eine Person oder eine Sache oder einen Gegenstand, auf die man in der Regel mit dem Finger zeigt. Daher wird es auch häufig mit den lokalen Adverbien hier, da und dort kombiniert. Wie zum Beispiel hier. Papa, was ist das da? Das ist ein Hammer. Hier bezieht sich das immer allgemein auf die Situation, also ganz unabhängig vom Genus des Nomens, auf das sich das bezieht, denn der Bezug ist allgemein auf einen Gegenstand, eine Sache oder eine Person. Wem gehören die Schuhe dort? Das sind meine. Man zeigt mit dem Finger drauf. Also immer dann, wenn du ganz eindeutig mit dem Finger auf etwas zeigst, kannst du immer das benutzen. Denn das kann sich auch auf einen ganzen Satzinhalt, also eine Situation, beziehen. Anna hat sich von Tobi getrennt. Bist du dir sicher? Das kann nicht sein. Hier bezieht sich das auf die ganze Situation. Und der Fernseher ist kaputt. Das wusste ich auch schon. Auch hier bezieht sich das auf die ganze Situation. Und eine Situation oder eine Idee hat einfach keinen Genus und dementsprechend musst du das benutzen. Es wird die neutrale Variante benutzt. Und hier das immer in Kombination mit der eindeutigen Hinweis mit dem Finger auf etwas zeigen. Und ähnlich werden auch dieser und jener benutzt. Dieser und jener können sowohl Artikel als auch Pronomen sein. Sie werden grundsätzlich gleich dekliniert. Hier ist das Beispiel mit dieser. Du nutzt dies als Basis und dann hängst du einfach die Endung der bestimmten Artikel hier hinten dran. Also der, deswegen dieser, das, dieses und so weiter in den jeweiligen Fällen. Dieser und jener funktionieren ähnlich wie das in Bezug auf eine allgemeine Person oder Sache. Der Unterschied liegt hier, dieser wird benutzt, um eine Sache in der Nähe des Sprechers hervorzuheben und jener wird benutzt, um eine Sache, die vom Sprecher weiter weg ist, hervorzuheben. Zum Beispiel, gefallen dir die Schuhe? Nein, diese nicht, aber jene. Ist das dein neues Auto? Dieses nicht, aber jenes. Hier haben wir auch die Kombination mit das, also das ist relativ neutral. Es hat keine direkte Aussage, ob etwas in der Nähe ist oder weiter weg liegt. Es ist einfach nur das, worauf man gerade zeigt. Und dieses bezeichnet immer etwas in der Nähe und jenes alles, was etwas weiter weg ist. Und als kleiner Hinweis für die Umgangssprache, jenes wird nicht mehr wirklich häufig benutzt. Das ist sehr gehoben. Jemand, der jenes benutzt, möchte gut klingen und zeigen, dass er sehr gut Deutsch sprechen kann. In der Umgangssprache wird jenes durch der, die, das und so weiter plus da oder dort ersetzt. Zum Beispiel, gefallen dir die Schuhe? Nein, diese nicht, aber die dort. Hier das die von die Schuhe und plus das Adverb dort. Oder ist das dein neues Auto? Dieses nicht, aber das dort von das Auto. Also hier dekliniert in Bezug auf das, worauf man sich bezieht und dann in Kombination mit da oder dort als Ersatz für jenes. Spätestens jetzt solltest du die Demonstrativpronomen verstanden haben.
Schalte aber bitte noch nicht ab, denn falls du Fragen hast, schreibe jetzt einen Kommentar, aber ich habe auch einen Tipp für dich. Falls die Demonstrativpronomen jetzt kein Problem mehr sind, aber du noch nicht so genau weißt, wann du welche Endung benutzen sollst oder wann es der, wann es die, wann es das ist, dann schau dir jetzt mein Video zur Deklination an. Dort zeige ich dir in unter 5 Minuten, wie die deutsche Deklination funktioniert. Ich garantiere dir, du wirst sie danach verstehen und du brauchst nur eine einzige Tabelle dazu auswendig lernen. Die Endungen sind immer gleich und das Beste ist, diese Tabelle kennst du garantiert schon in- und auswendig. Schau dir also jetzt das Video zur deutschen Deklination an.